Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu meiner heutigen aktuellen Buchkritik. Heute möchte ich euch wieder einen Gerichtsthriller vorstellen, und zwar in gewisser Hinsicht die Fortsetzung eines Erfolgsromanes. Konkret geht es heute um dieses Buch hier. Hier ist der Roman nochmal. Es ist von John Grisham der Roman Die Erbin. Der amerikanische Originaltitel lautet Sycamore Row. Hierbei handelt es sich in gewisser Hinsicht tatsächlich um die Fortsetzung von seinem allerersten Roman, der auch sogleich im Jahr 1989 zu einem Bestseller geworden ist. John Grisham selbst ist in Arkansas geboren, ist selbst Jurist und eben halt bekannt dafür, dass die meisten seiner Romane im Anwaltsmilieu handeln. Erinnern wir uns einmal. Der Roman 1989 erschienen, Die Jury, wurde zum Weltbestseller. Der damalige amerikanische Originaltitel war A Time for a Kill. Die Geschichte damals war die Geschichte eines Schwarzen, der in Mississippi der 1980er Jahre die weißen Vergewaltiger seiner kleinen Tochter in der Öffentlichkeit erschossen hat, wegen zweifachen Mordes vor Gericht gekommen ist und dort während eines langen Hin und Hers vor Gericht von den Geschworenen letzten Endes sogar freigesprochen wurde, aber halt auch nur, weil der damalige Rechtsanwalt Jake Brigance die bekanntermaßen vorhandene rassistische Neigung des Südstaaten eben zu seinen Gunsten ausgenutzt hat. Diesmal bei Die Erbin spielt das Ganze natürlich zwangsläufig immer noch in den 1980er Jahren, nach wie vor in Mississippi. Und ich finde schon, dass es John Grisham hier sehr gut gelungen ist, die Geschichten, die er sonst immer in der aktuellen Zeit spielen lässt, hier entsprechend sehr gut wieder in die 80er Jahre hineinzuversetzen. Erinnern wir uns doch mal in die 1980er Jahre. Es gab keine Handys. Wie sahen die Autos damals aus? Und vor allem halt in Bezug auf die Geschichte gesehen, wie sahen denn damals die Verhältnisse aus zwischen Schwarzen und Weißen in den Südstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika? Der Roman Die Erbin bzw. Sycamore Row ist endlich mal ein Roman, bei dem beide Titel, der Originaltitel und auch der deutsche Titel, tatsächlich in unmittelbarem Zusammenhang mit der eigentlichen Geschichte stehen. Wobei ich auch hier der Meinung bin, man hätte ruhig den Originaltitel Sycamore Row weiterhin verwenden können, wobei allerdings dieser Begriff erst auf den letzten Seiten des Romans überhaupt auftaucht. Der deutsche Titel Die Erbin lässt tatsächlich einmal ein bisschen genauer erkennen, um was es eigentlich im Roman geht. Es geht letzten Endes darum, ein weiser, alter Millionär, der innerhalb von 10 Jahren ein Millionenvermögen aufgebaut hat, stirbt an Krebs und beziehungsweise er hätte an Krebs sterben sollen. Er nimmt sich selbst sein Leben. Er verfasst ganz kurzfristig handschriftlich ein neues Testament, in dem er sein Millionenerbe seiner schwarzen Haushälterin beziehungsweise seiner schwarzen, ja, Unterstützung im Haushalt zukommen lässt und seine eigenen Kinder und Enkel kurzfristig völlig enterbt. Es geht hierbei um ein Erbe von über 20 Millionen US-Dollar. Damals in den 1980er Jahren war das Ganze noch wesentlich mehr Geld als heute in der Zeit. Und vor allem halt die Tatsache, dass ein weiser Mann seiner schwarzen Haushälterin ein solches Vermögen hinterlässt, das musste natürlich zwangsläufig zu einem Eklat führen. Interessant hierbei ist natürlich, dass man immer wieder die Geschichten oder die Problematiken schwarz-weiß in den Südstaaten aufgreift. Und was hierbei halt sehr angenehm ist, es ist nun einmal die Fortsetzung von Die Jury.
und dementsprechend tauchen hier halt auch immer wieder alte Bekannte auf. Jake Brigance, der Erfolgsanwalt aus Die Jury, ist hier nach wie vor die Hauptrolle. Doch man trifft auch hier immer wieder auf seine Frau Carla und auf seine Tochter. Man trifft aus dem ursprünglichen Roman her immer wieder auf den Sheriff Ozzy Walls, aber es wird auch ein neuer Richter eingeführt, und zwar Reuben Wheatley, ein alter, gesetzter, weiser Richter, der während seiner Pausen so oft wie möglich an seiner Pfeife raucht, die Welt mehr oder weniger eben nicht nur als Weiser betrachtet, sondern halt eben versucht, in seinem Gericht wirklich für Gerechtigkeit zu sorgen. Sehr interessant wird es später, wenn es dann zur Schlammschlacht vor Gericht kommt. Es ist ja verständlich, dass die ursprünglichen Erben das Gericht besuchen bzw. versuchen, das Testament anzufechten. Und der Roman, er hat rund 700 Seiten. Erst auf den letzten rund 100 Seiten erfährt man tatsächlich die Hintergründe, weshalb Seth Hubbard sein Millionenvermögen einer schwarzen Haushälterin vermacht hat, weshalb er seine Kinder und seine Enkel enterbt hat. Der Spannungsbogen baut sich langsam aber sicher auf. Und was in dem Buch halt ebenfalls sehr interessant ist, das sind so die verschiedenen Handlungen, zwischen denen immer wieder hin und her gesprungen wird. Da geht es um ein paar Seiten um Jake Brigance, dann kommt ein Sprung, weiter geht es dann mit Lucien Wilbanks, der ja ebenfalls schon im ersten Roman aufgetaucht ist und dessen Kanzlei Jake Brigance ja übernommen hat. Dann kommt wieder ein Sprung zu Ozzy Walls, dann kommt wieder ein Sprung zu den Erben, wieder ein Sprung zu einem anderen Anwalt. Also in den einzelnen Handlungen wird hin und her gesprungen und man merkt trotz allem dabei, es wird nicht irgendwie verwirrend, sondern alle Handlungen führen sie letztendlich zusammen zu einem zentralen Punkt. Dieser beginnt auf geschätzt den letzten 100 Seiten. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich mir die gebundene Version geholt. Diese ist halt wirklich mehr oder weniger in einem silbernen Einband. Kann man hier schön sehen, wie es ja reflektiert. Was ein bisschen, finde ich, daneben ist, ist eigentlich hier neben in der Mitte das entzündende Streichholz. Ich meine, tatsächlich könnte man das Ganze assoziieren mit dem, was auf den letzten Seiten erklärt wird, was in der tief verborgenen Vergangenheit zu finden war, hat aber eigentlich mit dem Roman in allererster Hinsicht nicht viel zu tun. Also ich finde schon, dass das Streichholz hier eher für Verwirrung sorgt. Da hätte ich mir eventuell was anderes vorstellen können. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, der Roman ist sehr schön aufgemacht, wie man hier sehen kann. Es sind, wie gesagt, rund 700 Seiten. Die Verarbeitung des Buches ist, soweit ich das hier beurteilen kann, eben halt sehr gut gelungen. Das Papier ist verhältnismäßig dick. Die Schrift ist, wie ihr ja sehen konntet, auch wieder verhältnismäßig groß. Der Roman liest sich insgesamt sehr gut herunter. Das muss man schon sagen. Manch einer wird den Roman innerhalb weniger Tage komplett durchlesen. Ich habe es mir halt eben zur Angewohnheit gemacht, meine Romane in allererster Linie wochentags während meiner Mittagspausen zu lesen und zwischendurch immer wieder mal an den Wochenenden. Und der Roman hat halt eben die Angewohnheit, er fesselt. Er fesselt einen von Anfang an. Es ist nicht unbedingt vonnöten, dass man den Roman Die Jury kennt. Doch ich finde schon, wenn man den Roman kennt und auch noch die Person des Romans kennt, dann fällt einem das Lesen von Die Erbin doch noch um einiges leichter, beziehungsweise man wird automatisch immer gewisse Gesichter vor Augen haben. Man wird immer wieder die Geschichte von Die Jury vor Augen haben und so manche Lokalität und so manche Eigenschaft von diversen Personen stechen halt auch immer wieder heraus und man kann die entsprechenden Verbindungen ziehen. Aber auch ohne die Kenntnis ist der Roman sehr, sehr lesenswert. Mir gefällt er sehr gut. Ich habe von John Grisham mittlerweile die meisten Bücher gelesen. Es sind auch ein paar dabei, die etwas schwächer sind, doch aus meiner Sicht ist der Roman Die Erbin definitiv eins seiner besseren Bücher. Das war es soweit auch schon von meiner Vorstellung von Die Erbin von John Grisham. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit, bin natürlich gespannt, wer von euch den Roman vielleicht selbst schon kennt und warte entsprechend auf euer Feedback. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder hier auf diesem Kanal. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.